Hallo, liebe CFAN-Familie, Freunde und Partner. Hier kommt der Wochenbericht vom Bootcamp. Mein Name ist Lukas und für alle, die es nicht wissen, ich habe das Privileg und darf das CFAN Bootcamp besuchen. Das ist eine 6-monatige Schule, die es ist ein Bootcamp, Schule wäre fast der falsche Ausdruck, in dem wir innerhalb von 6 Monaten wirklich von Daniel fit gemacht werden, um auf das Missionsfeld in Afrika zu gehen und dort Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Ein kurzer Abriss, was bis jetzt passiert ist. Es hat angefangen mit der School of Evangelism. Das war eine Woche einfach Vollgas. Die, ich würde sagen, renommiertesten Evangelisten der Welt kamen zusammen, um uns zu lernen und zu helfen und für uns zu beten, uns einfach auch geistlich was mitzugeben, dass wir einfach feurig das Evangelium verkünden können. Die zweite Woche war dann wirklich schon offizielle Bootcamp-Woche. Da waren nur noch die Schüler da. Es ging ganz viel um Einführung, aber auch vor allem darum, dass Daniel seine Vision uns nochmal präsentiert, aber auch an die Hand gegeben hat, uns mit reingenommen hat, uns sein Herz ausgeschüttet hat, sodass wir voll einfach unsere Herzen mit einklinken konnten in die Vision der Dekade der doppelten Ernte. Und es war eine super starke Woche. Und jetzt ist schon Woche 3, beziehungsweise heute ist schon Woche 3 vorbei. Denn die Wochen sind immer so aufgebaut, dass wir Dienstag, Mittwoch und Donnerstag Schultage haben, wo wir wirklich den ganzen Tag von 8 bis ungefähr so 15 Uhr Unterricht haben. Und einfach, also man kann es gar nicht beschreiben, die erbauendsten und ich glaube geistlich sehr, sehr stärksten Leiter der Welt da haben in dieser Schule, die uns einfach lehren und uns helfen und uns ihr Wissen, was sie über die Jahre an Erfahrung gesammelt haben, weitergeben, uns damit segnen, uns vorbereiten. Und dann haben wir noch Montag und Freitag, beziehungsweise auch nach den Schultagen, je nachdem wie man eingeteilt ist, unsere Volontärstunden, weil diese Ausbildung soll nicht nur theoretisch sein, diese Ausbildung ist praktisch. Und es geht darum, dass wir halt eben in alle Bereiche von CFAN einen Einblick bekommen. Ja, das ist so genial, dass sich die ganzen Leiter der verschiedenen Arbeitsbereiche bei CFAN bereit erklärt haben zu sagen, hey, wir sind bereit, uns die Mehrarbeit auf uns zu nehmen, Leute mit auszubilden und uns eine Zeit lang in jeden Studenten zu investieren oder dass wir sehen, was wirklich in den einzelnen Arbeitsbereichen anfällt. Was es heißt, im Lager die ganzen Sachen zu machen, was es heißt, Kommunikation mit den Partnern zu halten, wie viel Arbeit da hinten dran steckt, auch wirklich die Nacharbeit nach den Evangelisationen und so weiter auch aufzufangen, aber auch an die Leute weiterzugeben, dass auch jeder sehen kann, was in der Welt passiert und was Gott gerade tut und so. Und das ist also einfach eine grandiose Zeit. Wir haben jeden Morgen, oder beziehungsweise die ersten beiden Schultage morgens, haben wir Eric Gilmore da, der 2 Stunden mit uns geistliche Erbauung macht, der uns da einfach, er ist ein Mann, der sehr stark die Gegenwart Gottes sucht in der Stille und uns damit reinnimmt, dass wir Gott finden in Stille und aber auch daraus unsere Stärke ziehen und es ist eine sehr intensive Zeit. Und mittwochs morgens leitet Levi, das ist der Leiter der Schule, also der Schulleiter, der Leiter der Schule generell ist Daniel, aber der Schulleiter, Levi, der sich so um das ganze Administrative der Schule kümmert, hält uns mittwochs immer eine Andacht, aber auch mit einem praktischen Teil, um in geistlicher Disziplin zu wachsen, um Charakter zu bilden, weil das ist das, was wirklich nachher Bestand hat. Ja, und dann geht der Unterrichtstag los, dass dann nach 10 Uhr startet dann jeweils der Unterricht mit einem genialen Dozenten, der eingeladen wird. Wir hatten diese Woche, war Daniel persönlich da. Dann hatten wir Nathan Morris, ein Evangelist, der auch in der Welt wirklich mit Gott unterwegs ist und viele Tausende gerettet sieht. Und wir hatten Dr. Sean Shriver da, der ein renommierter Experte, Bestseller-Autor und so weiter im Bereich von der Herrlichkeit Gottes ist. Und wir wurden einfach gelehrt, ganz praktisch, was heißt es, Evangelist zu sein, was heißt es, Gott nachzufolgen, alles zu geben. Wie kann man da jeden Tag neu drin wachsen und stärker drin werden? Und was kostet es aber auch der Preis? Also das Bootcamp ist schon sehr ehrlich. Also vielleicht denken manche, okay, wir kommen einfach dahin, haben eine geniale Zeit. Haben wir, ja, das stimmt. Aber es ist sehr, sehr ehrlich, was es heißt, den Preis zu bezahlen. Den Preis zu bezahlen, sein ganzes Leben hinzulegen für das Evangelium, in allen Lebenslagen Gott nachzufolgen, aber auch
was es alles kostet, wenn man einfach das Evangelium der Welt verkündet. Dass da Zeiten dabei sind, wo nicht alles rosig ist und der Glamour, der es von außen, oder die Romantik, die es von außen oft zu scheinen hat, gar nicht so groß sind, sondern dass im Gegenteil, wenn erstmal ein bisschen der anfängliche Nebel verflogen ist, man sieht, wow, das ist wirklich harte Arbeit, da ist viel Gebetskampf hinten dran, da ist auch Verzicht, eigenes Niederlegen des eigenen Lebens Teil von. Und das ist eine ganz geniale Erfahrung, das wirklich auch mal zu sehen und von Menschen zu hören, die halt eben ihr Leben auf diese Weise teilweise schon gelebt haben oder mittendrin sind zu leben. Und ja, dann diese Woche hatten wir unseren zweiten Outreach. Ich weiß, nach der letzten Berichterstattung habe ich gesagt, wir werden unseren ersten Outreach haben. Und den hatten wir auch. Und mittlerweile sogar schon den zweiten. Das heißt, einmal haben wir bei der Heilsarmee Menschen gedient. Da haben wir ganz praktisch Menschen geholfen, die in Not sind, haben Sachen einfach bereitgestellt. Das waren so verschiedene Sachen, die wir zusammengepackt haben und weggegeben haben, damit die Liebe Gottes weitergegeben haben. Und gestern waren wir draußen. Wir haben sowas gemacht, das nennt sich Treasure Hunt. Das heißt, wir haben als Team, weil wir immer als Studenten in verschiedene Teams eingeteilt sind und mit diesen Teams alles zusammen machen. Und wir haben als Team einfach Gott gefragt, hey Gott, zeig uns einfach spezielle Menschen, die wir erreichen sollen mit deiner guten Botschaft. Und dann haben wir einfach prophetisch empfangen, ja, der eine wird ein rotes T-Shirt anhaben und das wird so und so sein und der hat vielleicht Nackenschmerzen oder sonstige Sachen. Und dann sind wir auf die Suche gegangen und haben diese Leute gezielt gesucht in der Mall, haben auch ein paar von denen gefunden, durften für sie beten und durften erleben, dass Menschen Jesus ihr Leben gegeben haben. Ja, aufgrund dessen, weil Gott sie einfach schon vorbereitet hat und Gott ihnen begegnet ist in seiner Liebe, in seiner Weisheit. Und das war mega, mega stark einfach zu sehen. Und so läuft das hier. Ja, also es ist ganz praktisch, es ist volles Programm und es ist total schön, das erleben zu dürfen. Und ich hoffe, ich konnte euch einen guten Einblick geben, wie unsere ersten 3 Wochen waren, beziehungsweise auch jetzt in Woche 3. Und ich freue mich, auf nächste Woche euch wiederzusehen. Bis dann, tschüss!